Ich hätte nicht gedacht, dass das, wenn man sich einmal ans Gewicht gewöhnt hat, so gut um die Kurven geht. Fetzt. Warum liegt hier ein Thron? Warum hast du einen Helm auf? Ja, das war echt eine coole Ausfahrt. Also für mein erstes Mal auf dem EMTB bin ich echt überrascht. Ich muss mich auch mal ein bisschen reinfinden in das Ganze. Die Fahrräder sind ja ein bisschen schwerer als normale Fahrräder, aber hey, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, macht es echt Spaß und man kann wieder gleich hochwärts fahren und gleich den nächsten Trail fahren. Ja, vor allem wenn du denkst, die paar Wurzelfelder und ruppigen Bremswellen und so, mit der Masse von dem Rahmen, dem schönen tiefen Schwerpunkt vom Gesamtsystem, da hast du ja auch einen richtig stabilen, so eine richtig stabile Lage. Ja. Fliegt die tief, das Ding, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, wir sind ja jetzt beide Räder gefahren, oder ich bin beide Räder gefahren. Das Jam Squared und das Tron Squared. Und das Tron ist ja eher so ein Tourenrad und das Jam ist eher ein Trailrad, oder wie ist da die Spezifikation? Naja, du wirst schon gemerkt haben, dass das Tron schon ein richtig rassiges Trailbike auch ist. Ja, also das ging ja fast genauso gut auf dem Trail. Genau, für uns war natürlich das Wichtigste, dass wir das, was wir mit dem Jam Squared vor ein paar Jahren geschaffen haben, da hatten wir eine extrem breite Bandbreite, extrem viele Leute konnten das nutzen. Fährt sich wunderschön für Leute, die ins Mountainbiken einsteigen. Ja. Und das Limit für richtige Fahrkönner ist ziemlich hoch gesteckt. Ja. Was wir jetzt aber machen wollten, ist das nach unten hin noch mal ein bisschen aufweiten und nach oben hin noch extremer Richtung Sam zu gehen. Das heißt, das Jam, das wurde jetzt noch mal aggressiver. Ja. Also wir haben den Reach 2 cm länger gemacht, wir haben die Kettenstreben noch mal kürzer gemacht, Lenkwinkel einen Grad flacher gemacht. Das ganze Ding ist schon noch mal sehr viel progressiver drauf. Ja. Und was wir mit dem Tron gemacht haben, das ist eigentlich relativ nahe an der Geometrie von dem bisherigen Jam mit Shimano und Tech-Motor. Was wir da gemacht haben, das sitzt niedriger, ist ein 130 mm Fahrwerk, ist ein bisschen dynamischer abgestimmt. Ja, ist ein bisschen spritziger genau, beim Fahren. Genau, wir haben einen deutlich tieferen Standover auch, was für viele sehr, sehr interessant ist. Ja. Und was halt auch schön ist, das ist ein richtig geiles Trailbike, aber für ganz, ganz viele im Handel draußen ist es eben wichtig, dass die auch mal so ein Mountainbike zum gemütlichen Tourenfahren nutzen wollen. Ja. Das heißt, für die bringen wir extrem viel Sicherheitsreserven durch diese richtige Trailgeometrie. Es ist trotzdem noch leicht handlich zu fahren und man kann eben Schutzbleche, Gepäckträger, Ständer, alles dran machen, was man will. Sogar ein Lichtkabel ist schon verlegt, kann vorne rausgenommen werden und einfach ein Licht angeschlossen werden. Ja. Und somit haben wir einfach mit dem ja, jetzt schon deutlich aggressiveren Jam das Limit nach oben extrem weit verschoben. Ja. Und nach unten raus, und ich glaube, das ist eigentlich für 80% aller E-Biker genau das richtige Rad, haben wir das Tron aufgesetzt, das richtig geile Trails, richtig ruppige Trails, spaßig, handlich, agil fahren lässt. Und aber eben auch für den, der das Mountainbike als, als Allzweckwaffe eigentlich auch nutzen will und täglich vielleicht auch damit zur Arbeit fährt, ist das absolut das perfekte Teil. Ja, es hat auf jeden Fall eine kürzere, angenehmere Sitzposition als das Jam. Genau. Und auf dem Trail liegt es trotzdem ähnlich satt. Ja, wir sind also vom Verhältnis her mit dem Stack auch ein bisschen höher. Ja, das ist einfach durch und durch ein bisschen allgemeiner, zugänglichere Geometrie. Ja. Und kommt das Rad von vornherein mit diesen ergonomischen Griffen? Genau, also da ist durchweg eben alles, auch jetzt mit den Recon-Reifen. Heute ist ja absolutes Mattfest. Ist ein bisschen dreckig geworden. Man sieht es ja, die letzten Tage war es nur so.
Da gehen ja viele gar nicht wirklich raus zum Fahren. Ne? Da ist es wichtig, dass es ein Reifen ist, der gut rollt, der leicht und leise rollt und der an der Seite trotzdem jede Menge Reserven hat, wenn das Ding mal auf die Schulter gestellt wird. Ergonomischere Griffe drauf, von der Sitzposition ein bisschen ausgewogener. Das spricht vielen, vielen Leuten sehr viel besser zu. Und was sind jetzt eigentlich die großen Unterschiede zwischen den beiden Rädern? Genau, also neben der Geometrie, die wir gerade schon beschrieben haben, ist eigentlich bautechnisch der große Unterschied, dass wir in dem Jam einen Flipchip drin haben. Flipchip, das heißt, wir ermöglichen 29 Zoll, 27 Plus, 27 Zoll im Hinterrad einzubauen. Wir haben den so angesetzt, dass der praktisch auch die Tretlagerhöhe und die Geometrie sehr gut ausgleicht. Auch zum Beispiel in Kombination 29 Zoll vorne, 27 Plus hinten. Okay. Man kann praktisch alle Kombinationen sich verbauen und könnte jetzt mit 27 Zoll auch extrem krasse Geometrien fahren, auf die lange, flache Geometrie einstellen. Dann wirst du nochmal slacker, der Schwerpunkt wandert nochmal ein bisschen tiefer, hast du hinten ein bisschen längeres Heck und so kann man es eben super agil Poppy aufbauen oder dann richtig laufstabil. Beim Tron haben wir bewusst auf 29 Zoll gesetzt. Das hat sich da in dem Bereich einfach dieses Leichtlaufen, dieses Überrollfähigkeiten, das hat sich da auf jeden Fall stark festgesetzt. Und wir haben beim Jam, weil es eben schon die Waffe für ein bisschen das ruppigere Gelände ist, gleich eine Kettenführung mit integriert. Ja, und was hat es eigentlich mit dieser Fold-Kinematik auf sich? Hast du der Fold gehört? Ja. Grüß dich, Fabi. Also, Fold-Kinematik sieht erstmal gleich aus, ist aber bei beiden Rädern total unterschiedlich. Das heißt, die Linkagen, die Wippen sind für jedes Rad speziell entwickelt und darauf abgestimmt. Wir haben auch verschiedene Dämpferlängen. Und das Jam, weil es ein progressiveres Rad ist, hat auch eine progressivere Kennlinie. Also optimal abgestimmt für den Einsatzzweck. Ja, das erklärt es ja eigentlich schon ziemlich schnell. Vielen Dank euch beiden. Gerne. Gehen wir wieder Radfahren, ne? Ich würde sagen, wir gehen wieder auf den Trail. Das war's von Weiter unserer geht's. Seite. Falls euch das Video gefallen hat, dann schaut das nächste Mal gern wieder rein. Mein Rad der Wahl ist eher das Jam. Also ich mag es lieber ein bisschen trailiger, härter und lasst uns weitermachen. Als alter Downhiller, aber aufs Jam! Wo fangen wir?